Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Tag 2 unserer Tour nach Berlin. Wir sind jetzt in Berlin und zwar sind wir hier beim Alexander. Alexander, danke dir erstmal. Deine Frau ist oben, die hat uns freundlicherweise ein hervorragendes Frühstück schon wieder zubereitet. Es spricht sich irgendwie rum, dass wenn die Grobis kommen, dass die Hunger haben, aber das ist nicht immer so. Ich sage vielen, vielen Dank. Gerne. Alex, du hast, wir sagen den Stadtteil, den können wir sagen, ja, wo wir hier sind im Raum Berlin. Wo sind wir? Wir sind in Marienfelde. In Marienfelde sind wir. So, und du hast von uns einen der letzten 7-9er bekommen und hast dann, als wir auf Facebook den Aufruf gemacht haben, hey, wer im Raum Berlin oder an der A2 entlang wohnt und uns mal begrüßen möchte und uns mal sein Kino zeigen möchte, hast du dich super schnell gemeldet. Und dann haben wir uns auch, jetzt extra noch einen Tag Urlaub genommen, dann haben wir uns dann also direkt verabredet. Ja, und jetzt sind wir eben am Tag 2 hier und schauen uns mal dein Heimkino. Und jetzt kommt ja natürlich bei mir ein kleines Déjà-vu. Wir sind auch hier in einem relativ alten Haus. Was man erkennt mit der Decke, auch hier ungefähr 2 Meter oder was hast du? 1,98 Meter. 1,98 Meter Deckenhöhe und zwar über die gesamte Ebene, also der ganze Kellerbereich, alles da, ne? Genau. Ist eine Herausforderung? Ein schlechter Raum ist besser als kein Raum. Ja, okay, aber passt ja noch. Also selbst ich komme hier noch relativ gut klar. Wobei hier, das ist die Gasleitung, die gesamte Straße hier versorgt. Auch eine spannende Nummer. Die Häuser sind nämlich vor dem Krieg noch, ne? Oder? Genau, in den 20er Jahren gebaut und wurde jetzt aber kernsaniert von uns. Nur halt die Deckenhöhe konnten wir leider nicht ändern. Nee, das wäre sehr aufwendig geworden. Ja. Sag mal, der Raum, wo wir jetzt gleich reingehen. Ich kenne nur ein paar Bilder, die er mir geschickt hat. Du hast ein bisschen geschwitzt vor einigen Tagen, Wochen, ne? Ja. Es war ungefähr vor knapp 2 Monaten. Da hatten wir hier in Berlin einen gigantischen Regenfall. Also ich glaube, es waren gerechnet 60 Liter pro Quadratmeter, die da runtergekommen sind. Und durch gewisse bauliche Maßnahmen hier in der Vergangenheit hatte ich dann leider auch einen Wasserschaden im Kino. Was bedeutet, dass ich das komplette Kino abbauen musste. Der Raum wurde komplett leer gemacht. Ich hatte Wassertrockner drin und die komplette Kellerfassade wurde neu abgedichtet. Und jetzt vor knapp einem Monat habe ich das Kino wieder neu aufgebaut. Deswegen ist noch ein bisschen was im Bau. Bin noch nicht ganz fertig, aber es ist alles wieder trocken. Und da schauen wir halt an. Das Thema Wasser im Keller, ich muss echt sagen, wir haben das in diesem Jahr wirklich nicht selten gehört. Wir haben ja sogar gerade eine Baustelle, wo wir ein Heimkino bauen wollen, was ja nun leider auch jetzt sich verzögert, weil auch dort durch ein Unwetter Wasser in den Keller eingedrungen ist. Also ich kann auch da nur sagen, achtet drauf, dass ihr bloß kein Wasser durch Fenster beispielsweise reinbekommt etc. Wir selber in der Firma haben es ja nun auch erlebt. Das ist etwas, was man nicht erleben möchte. Wasser im Keller und dann noch im Kino. So, Glück gehabt, aber wie ich gerade höre, ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Hier hinten sind die ersten Blu-rays. Du guckst alles, sehe ich, ne? Alles. Querbeet, ne? Querbeet, alles. Letzter Film war welcher? Ja, das war Endgame. Ach, sag an. Ja. So, haben wir gestern gekauft, haben wir ja gestern schon erzählt. Den haben wir auch dabei. Jetzt können wir ja mal gleich reinschauen, wie der sich denn so antut. War okay? Hast du ja auch im Kino gesehen oder gehst du überhaupt noch ins Kino? Ich war auch im Kino. Bei Endgame konnte ich nicht warten, da musste ich im Kino sein. Ja. Aber ansonsten ist es schon weniger geworden. Mir ist aber gerade eingefallen, ich hatte doch noch was anderes gesehen und das wird jetzt kritisch. Ich habe den neuen Hellboy gesehen. Ja, der ist jetzt gerade rausgekommen und ich fand ihn persönlich gut. Da mache ich mir jetzt unbedingt. Da bist du aber jetzt einer der wenigen, ne? Ja, ich weiß. Also selbst mein Sohn, der hat den im Flieger gesehen und der sagte, da ging ja gar nicht irgendwie. Aber gut, okay. Ich stehe dazu. Okay, alles klar. Ist ja gut. Also schöne Bandbreite haben wir ja hier. Welches Kino empfiehlst du hier in Berlin? Mittlerweile wurde ja die UCI-Kinokette komplett überarbeitet. Das nennt sich jetzt UCI Lux. Und der Mercedes-Platz wurde komplett neu gemacht. Sehr sehenswert. Wir haben aber hier auch direkt in der Nähe in den Grobis-Passagen auch nochmal ein UCI-Lux und schöne Kinos, auch mit Liegesessel. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Wie hast du die gerade genannt? Grobis-Passage oder Gropius? Gropius-Passage. Gropius, ich denke schon gerade, sind wir schon hier? Nee. Also Gropius-Passage. Gropius-Passage. Okay, alles klar. Dann sollen wir mal rein? Gerne. Komm, lass mal gucken. Ich gehe mal ein Stück nach hinten, Kopf einziehen. Kopf jetzt. Hier ist der erste Lautsprecher dann. Ah, ein erster Lautsprecher, hier links. Ja. Da gehen wir dran vorbei. Na, guck mal. Das ist doch mal eine schwarze Höhle hier wieder, wa? Und alles selber gemacht, wa? Alles selber gemacht. Alles selber gemacht. In welchem Zeitraum? Die Bauarbeiten, die waren im Dezember, kurz vor Weihnachten fertig. Und ich habe Mitte Januar angefangen, mit dem Kino zu bauen und habe das Kino... so in knapp 3 Wochen habe ich gebraucht ungefähr. Wir reden jetzt von 2019, oder? Genau, ich habe letztes Jahr im Dezember sind wir eingezogen, 2 Tage vor Weihnachten. Dann war der ganze Umzugsstress, der Keller war auch noch nicht fertig, also es war ja alles noch Baustelle. Und als dann aber der Kellerraum fertig war, wurde er mir schwarz übergeben, also gestrichen wurde von den Bauarbeitern. Und ich habe aber die ganzen Bauarbeiten gemacht, also die Absorber angebracht, die Leinwandkonstruktion, die Bühne,
praktisch alles andere. Lass uns mal zur Leinwandkonstruktion. Das ist selber gebaut, die Leinwand, ne? Die Leinwand ist selber gebaut, da habe ich allerdings auch einen kleinen Denkfehler gemacht. Der wäre? Und zwar, für mich stand ja von vornherein klar, dass ich eine 21:9 Leinwand haben wollte. Ja. A, wegen der Deckenhöhe, Ja. weil ich im 16:9 Format das hier nicht Bild wäre dann hatte. kleiner gewesen. Genau. Und ich wollte den Raum möglichst in der kompletten Breite nutzen. Ja. Deswegen ging es halt nur im 21:9 Ja. Format. Und habe dementsprechend mir einen Rahmen anfertigen lassen im 21:9 Format. Ich wollte aber dann das Tuch drüber spannen und ringsrum einen 5 cm schwarzen Rahmen kleben. Funktioniert aber nicht, weil dann das Format gar nicht mehr stimmt. Das heißt, man müsste dann wieder umrechnen. Ja, also okay, verstehe ich. Das Genau. heißt, du hast dann hier in dem Fall gar keinen das ist praktisch im gemacht. Grunde genommen edge-free. Genau. Ja, aber nur nur rechts-links, edge-free. Richtig, Und richtig. unten hast du den Abschluss da, aber fällt ja eigentlich nicht wirklich Genau, auf, ne? Weil du ja nur die ganze Wand genommen hast. Genau, Ne? genau. Okay, du hast jetzt hier so 2 Vierkanthölzer gesetzt, die hast du mit Dezifix abgeklebt. Genau. Und an der hast du die ganz normal dran geschraubt, Genau. fertig dran. Genau. Was hast du für ein Tuch genommen? Das ist von Elite Screens, ein akustisch transparentes Tuch. Das heißt, du hast das Tuch alleine bekommen oder Genau, hast du bekommen, hast du dann drauf gespannt? Genau. Okay, wie hast du das aufgespannt? Ich hatte mir, genau, mit einem Handtacker, ich hatte mir, wie gesagt, einen Keilrahmen liefern lassen. Das kann man sich online zusammenstellen, sehr cool übrigens. Keilrahmen.de? Genau. Kenn ich, Genau. alles Lässt sich klar. ganz einfach zusammenstecken. Man kann sich die Verstrebungen festlegen, wie viele Verstrebungen man haben möchte. Und dann wurde der Rahmen zusammengesteckt. Dann gibt es ein schwarzes Backpacking. Tuch, Backpacking. Das wurde zuerst drauf gespannt und dann kam das Tuch zum Schluss. Und das dann mit dem Handtacker und dann lange Seite zuerst. Da gab es ja mal eine schöne Anweisung vom Holger Franz, wie man sowas am besten spannt. Und da musste ich meine Frau ein bisschen nerven, um mir zu helfen. Die hatten auch ein interessantes Hobby. Ich bin ja gerade an der Nähmaschinenausstellung vorbeimarschiert. Ja, ne? ja, das sind ein paar. Ja, sind ein paar, ne? Okay, alles klar. Erzähl mal irgendwas für Größe, weil das ist natürlich jetzt auch wieder wichtig zu hören Ja. und zu sehen. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem kleinsten Kino überhaupt, aber da sind wir nicht ganz dran. Na, ob es jetzt klein ist, weiß Nee, ich ist nicht. auch Also nicht. wir haben eine Länge von 4,70 Meter, Ja. eine Breite von 2,95 Meter circa und eine Deckenhöhe von, wie gesagt, 1,98 Meter. Du hast jetzt, weil das ist ja eine Schalldurchlässe, wie wir gerade gesagt haben. Also klar, wenn man so einen Raum in der Breite hat, möchte man natürlich so groß wie möglich das Bild bekommen. Und da ist eigentlich nur mit einer schalldurchlässigen Leinwand die beste Lösung. Hier in dem Fall sind dann deine 3 Lautsprecher. Wahrscheinlich sind die auf dem Podest draufgestellt. Oder was hast du auch für Lautsprecher? Das sind DALI Zensor, Ja. also die Zensor 3 als Frontlautsprecher, den das ist so ein Vokal, kompakter Genau. Regallautsprecher. den Vokal als Center Ja. und die Zensor 3, die sind auf den Original DALI Stands. Oh. Also die stehen praktisch auf den Ständern. Die hatte ich noch damals aus Hast dem du schon da gehabt, Wohnzimmerkino. ne? Weil sonst Ja, waren genau. die nicht notwendig. Nee, ne? nee. Die hatte ich, wie gesagt, aus meinem Wohnzimmerkino. Und die komplette Konstruktion, die steht ja auch auf dem Mini-Podest. Das heißt, ich habe zuerst Kanthölzer auf den Boden gelegt, dann eine Resopalplatte raufgeschraubt und auf dieser Platte stehen dann die Lautsprecher drauf. Und der Center-Lautsprecher, der ist mit Stahlwinkeln in derselben Höhe vom Hochtöner von den Frontlautsprechern an der Wand angebracht. Also kann man sich auch davon ausgehen, dass du so auf Mitte Es aufgesetzt ist alles praktisch in einer Linie Ja. vom Hochtöner Ja. ausgemessen. Das hinter heißt der also, Leinwand. wenn ich jetzt davor sitze, würde ich mal sagen, sind die auch schon so auf Augenhöhe, so schätze Genau. ich mal, ne, wenn du da sitzt, oder? Also die Bildmitte von der Leinwand ist ziemlich genau Augenhöhe vom Sitzplatz. Ich wollte halt auch einen 1:1 Sitzabstand haben. Also hast du schon und- erklärt, 3 Meter Abstand dann ungefähr? Genau. Cool, was hast du verloren? Ungefähr 40, 50 Zentimeter an Tiefe? Hast du ein Ungefähr bisschen- 40 Zentimeter, war aber halt auch noch in weiser Voraussicht, weil er vielleicht auch nochmal ein DBA einziehen soll. Den hast du ja schon direkt eingeplant. Genau. Mhm. Das Podest, hat das noch irgendeine Aufgabe? Nein, das Hast du war... einfach die Lämpchen noch damit integriert? Genau, ne? das wollte ich Sieht einfach schick so aus. als optischen Gag, wollte ich sowas mal haben. Die vorderen Elemente, das sind 2 Elemente, das ist halt auch alles mit Dezifix bespannt. Das ist mit Klett befestigt, das heißt, ich kann die abziehen und habe dahinter Staufläche. Da ist dann... Das meinst du hier oder Genau. was? Also das ist so eine Deckel, die man abziehen kann? Genau. Okay, und dann hast du Staufläche, Da habe ich Staufläche dann hier so für Laptop, eigenes Mikrofon, alte wo man nicht jeden Fernbedienung. Tag dran muss. Genau. So, dann hast du, das ist aber hier noch, das ist wahrscheinlich vom Keller vorgegeben. Das war irgendwelche, was ist das hier? Na- Wahrscheinlich die berühmte Abfluss oder was auch immer. Ja, das war in der Bauphase. Das war dann so ein kleiner Herzinfarkt, den ich während der Bauphase hatte, als ich gesehen habe, dass die hier die Rohre langgelegt haben. Das sind nämlich die neuen Heizungs- und Wasserrohre. Die haben die neu gelegt. Die Das ist ja wurden neu Umbauphase. gelegt. Okay. Genau, die wurden neu gelegt und dann halt hier abgekoffert. Und da hatte ich schon ein bisschen Panik, dass das hier mit meiner Leinwandkonstruktion nicht hinhaut. Aber es hat dann doch Ist doch funktioniert. perfekt. Ja.
Und genau. Und du hast es jetzt nicht zugemacht, also hätte ja auch sein können, man macht noch Stoff hier hin, aber ist nicht notwendig, weil du nichts siehst, Ja, oder wolltest du das? Ich überlege, ob ich hier noch irgendwie mit Vorhängen arbeite, um das halt auch mal optisch ein bisschen aufzulockern. Aber wenn das Licht nachher aus ist, guckt man praktisch nur ein schwarzes Loch. ne? Ja. Also es fällt gar nicht auf. Die hast du direkt an dem rauen Beton dran geklebt, Genau. ne? Ich gehe jetzt einfach mal. Paste drauf und dann. Das sind die selbstklebenden Eichsfoam-Absorber. Die selbstklebenden. Mhm. Ja. Okay. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ich hier drin bleibe. Ja, Dass ich sie nicht mehr abreißen muss. Ich wünsche es dir. Da war eine Heizung. Da ist immer noch eine Heizung. Da musste ich mir was. Ist immer noch eine Heizung. Ja, ich musste mir überlegen, wie ich möglichst symmetrisch die Erstreflexion dämpfen kann und hatte praktisch zuerst nur an der Wand die Absorber dran. Und die zwei da hinten an der Wand auch. Und ich wollte aber nicht einseitig mehr Absorber dran haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie ich es hier mache. Und da habe ich mir dann halt einfach hier so eine Konstruktion gebaut, wo ich die einhänge. So sehen die Dinger nämlich von hinten aus. Da ist das mit der Folie. Hat er sich was Schönes geholt. Was war das denn mal vorher? Das sind so eine Schwerlastregale für Werkzeug. Aus dem Baumarkt. Genau, aus dem Ja, Baumarkt. ist doch genial. Eingehakt, Thema erledigt. War lustigerweise genau neben diesen Haken waren die Heizkörper ausgestellt. Kannst du direkt ausprobieren. Genau, habe den Haken genommen, wurde ich zwar komisch angeguckt, aber war mir auch egal. Richtig gemacht. So, LED-Beleuchtung haben wir da unten. Und dann erzähl mal weiter was von deinem Lautsprecher-Layout. Wir wollen nämlich mal, komm, wir machen das Ding jetzt mal wieder, ich glaube, fast in einem durch. Wir gucken mal, wir gehen dann mal rüber. Ja. Weil, ich gehe mal auf die Seite rüber. Ja, da ist noch ein Sitzsack. Für wen ist der? Für die Schwiegermutter? Nur für die Tochter. Ah, okay, alles klar. So, und jetzt haben wir hier den Turm, den Powerturm. Den hast du dir hier gebaut. Hast du den selber gebaut auch? Ah, das ist das klassische, genau. Das ist doch das Ikea-Ding oder so, ne? Das klassische Lack-Rack. Also, Bestellnummer, hast du die noch im Kopf? Nee, den habe ich nicht. Ne? Aber das ist das Ikea-Lackreck. Und er hat das jetzt hier hinten, da können wir gleich mal ein Bild einblenden, mit Winkeln befestigt, sodass die nicht voneinander rutschen können. Das heißt, du hast hier, wie viel hast du geholt? 4 Stück hast du geholt, ne? Na, es sind insgesamt 5 sogar. Wobei der untere praktisch keine Füße hat. Das ist die Auflagefläche. Ja. Und ich habe die Füße halt auf Länge kürzen lassen, habe mir dann noch Kanthölzer geholt, die genau da reinpassen, um halt nochmal ein gewisses Stück Stabilität zu bekommen. Hohl sonst, ne? Genau. Und ist nämlich ein Trugschluss, wenn man sich die Beine unten anguckt. Da ist zwar was drin, das ist aber nur so hoch. Ja, wenn man die durchsägt, dann sind sie tatsächlich hohl. Und die waren länger? Sind die länger, ja? Die sind ein Stückchen länger gewesen, ja. Ich habe auch überlegt, ob ich alle Elemente irgendwie in unterschiedlichen Höhen mache, aber das war mir dann nachher zu kompliziert, weil ich wollte ja auch den Beamer auf Höhe bekommen. Deswegen habe ich eine Höhe genommen, die passt. Und wie gesagt, in diese Kanthölzer da reingesetzt, dann noch mit einem ziemlich dicken doppelseitigen Klebeband vorfixiert und dann diese Stahlwinkel noch ran. Und die Stabilität kommt ja nachher auch durch das Eigengewicht der Geräte. Also hier kann man auch nicht groß was verschieben. Okay, verstehe ich. Wir haben gesagt, haben wir schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Du hast einen der letzten 7.9er bekommen. Leider ist das Thema jetzt echt Geschichte. Wir sind jetzt hier im September und zwar haben wir heute den 5. 5. haben wir, ne? Leider vorbei. Hattest du vorher einen anderen Projektor? Einen Sony HW40. Und wie würdest du dein Erlebnis, nachdem du den eingeschaltet hast, beschreiben wollen? Ja, Welten. Echt jetzt? Ja, also kommt wahrscheinlich auch hinzu, dass der Sony schon einige Stunden auf der Uhr hatte. Es war die zweite Lampe drin. Gekauft 2014. War mein erster Projektor, war ein super Projektor. Würde ich auch immer wieder empfehlen als Einstieg. War damals halt im Wohnzimmer im Einsatz. Aber jetzt mit dem JVC, also für mich war jetzt nicht unbedingt die Schärfe ausschlaggebend, sondern Kontrast und Farbe. Also alleine die Farbe, das hat mir eigentlich schon angetan. Also mit dem Filter auch drin, ob man den jetzt immer nutzt, ist die andere Frage. Aber Kontrast, Schwarzwert und Farbe war eigentlich für mich so das Aha-Erlebnis. Dann auch gerade hier mit so einer UHD wie Lucy zum Beispiel oder Passengers, Guardians of the Galaxy 2. Also das waren schon echt Erlebnisse. Ich sehe, da unten ist ja das aktuelle Filmchen. Okay. Ah, die Kollegen sind auch da. Guck um Gottes Willen, das wollte ich Guck mal, die Kollegen, das ist einfach noch da. Wir grüßen den Christian, den werde ich wahrscheinlich morgen sehen. Das wird wieder ein schöner Abend. Was haben wir noch? Wir haben Panasonic haben wir hier als Blu-ray-Player. Der kleine UHD. Der 424er ist genau. Das. Zufrieden? Eigentlich ja, nun hatte ich aber jetzt gerade einen Nachteil festgestellt. Thema, wenn man sich zum Beispiel Dolby Atmos Trailer, DTSX Trailer, der neue THX Trailer auf dem USB-Stick ziehen möchte und abspielen möchte, geht damit nicht. Wusste ich nicht.
Weil der Media Player-mäßig nicht so viele Formate unterstützt. Der kann USB-technisch keine HD-Tonformate durchgeben. Ah, okay. Und deswegen kriegt man, wenn überhaupt, nur ein Bild, aber keinen Ton. Oh. Das war sehr ärgerlich, weil jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob das mitbekommen wurde, aber der neue THX-Trailer ist rausgekommen. Haben wir darauf hingewiesen. Ja. Und Den hättest du gerne mal gehört. Den hätte ich gerne geguckt und dann war aber traurig gucken befohlen. Okay, gut. Also das ist für den einen oder anderen nicht uninteressant. Ja. Wenn man also sagt, man hat das ein oder andere sich mal gesichert auf einem Stick, dann sollte man gucken, ob der so abgespielt werden kann. Schau mal hier. Hier haben wir doch tatsächlich mal einen AV-Receiver von einer Marke, die wir auch kennen. Die heißt nämlich Yamaha. Richtig. Welcher ist denn das? Das ist noch der 3050. Das ist dann 3 Jahre alt, 4 Jahre alt? Oh Gott. Wo sind die heute? Bei 3080? 30, die letzte Serie war 3080, wobei man sagen muss, dass ja dieses Jahr keine neuen Geräte rausgekommen sind. Das ist ja ein Ding, woran das wohl liegt. Schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was nächstes Jahr kommt. Okay, alles klar. Also, der ist, die haben eine Tiefluft geholt, haben die dieses Jahr. Ja. Okay, zufrieden? Sehr. Also für mich immer noch ein Top-Gerät. Hat noch die ein oder andere Einschränkung. Gerade so, Yamaha hat ja so seine eigenen DSP-Programme. Das ist ja so eine Hochrechnungsaktion. Die neueren Geräte können es übers native Atmos legen. Der kann es jetzt noch nicht. Aber ansonsten, ich versuche eigentlich grundsätzlich immer nativ zu schauen. Das heißt, die neueren Geräte, wenn du eine Atmos-Spur hast, kannst du trotzdem noch von den zusätzlichen DSP-Programmen starten? Genau. Okay. Also macht das denn Sinn? Ja, wenn man zum Beispiel eine Atmos-Spur hat, die jetzt nicht ganz so dolle ist, wie ja nun mal ein Großteil der Atmos-Spuren ist. Aber wenn man jetzt die nativen Effekte zum Beispiel nicht verlieren möchte. Der Nachteil bei allen Abmixern ist ja, dass die nativen 3D-Informationen ja flöten gehen und neu hochgerechnet wird. Und bei den neueren Yamahas kann man es dann halt aufs native Signal rauflegen. Wem es gefällt, also es gibt auch viele, die können damit nichts anfangen. Ich bin da immer so, ich wechsle da immer. Ich bin jetzt aber auch nicht markenblind. Also hängt bei dir ein bisschen auch vom Film immer ein bisschen. Genau, also heißt, der eine oder andere Film wird schon mal zweimal geguckt, damit man mal Original und nochmal über diese Variante vielleicht. Genau, also ich fange jetzt aber auch an, wieder ein bisschen mehr im Originalton zu gucken. Da hat man ja auch eine etwas größere Auswahl an Atmos-Spuren. Auch an sehr guten Atmos-Spuren, muss man sagen. Was habe ich letztens gesehen? Ich habe letztens zum Beispiel Fury gesehen, Herz aus Stahl. Der Panzerfilm mit Brad Pitt. Ja. Ja, der hat zum Beispiel eine englische Atmos-Spur, die wirklich sehr gut ist. Schön. Ja, also wirklich genial. Wie war das mit dir, der hier? Naja, was soll man sagen? Disney halt. Okay, machen ihren Ruf gerade alle Ehre. Mal schauen, was sie mit ihrem Streamingdienst machen. Ja, schon mal keine Filme ab 16. Hurra. Okay, da unten, zeigen wir noch mit dem Bild mal eben, eine Playstation, oder was ist das da? Eine PlayStation Pro, ne? genau. Eine Pro, ne? Und dann haben wir da unten noch unsere 3D-Brillen. 3D ist ein Thema? Ja, definitiv. Wird gemacht, ja. Aber wird langsam schwierig, Filme zu finden, ne? Och, Immer weniger. es gibt ja noch eine gute Auswahl. Letztens habe ich zum Beispiel Sin City 2 gesehen, in 3D. Fand ich genial, auch mit dem JVC, wirklich fantastisch. Die Lichtmond, die habe ich mir auch nochmal in 3D angeguckt, auch sehr schön. Also macht wirklich Spaß. Ja, ich habe gestern gesehen, den haben wir uns ja auch geholt, aber wenn ich jetzt noch 3D hätte ich ja irgendwie 70 € bezahlt für die beiden Tüten da. Das ist ja wirklich eine Sauerei. Ich sag's nochmal zur Filmindustrie, das ist nicht nett, ist das, ja, wenn ihr uns diesen 3D-Film immer separat anbietet. Ich kaufe mir hier eine UAD mit einer Blu-ray, da muss ich schon 30 oder 33 € bezahlen und dann muss ich für die 3D auch nochmal separat bezahlen. Finde ich nicht sehr nett. Da gab es wirklich mal eine Ausnahme jetzt von einem Film. Alita, das war mal geil, da haben sie es richtig gut gemacht. Also die wollen wir mal loben, ich weiß gar nicht, wer dahinter war, kann ich noch mal gucken. Aber das war auf jeden Fall so, dass das die Box war, wo alles drin war und da war der Papa glücklich. Ja, macht ja auch Sinn. Ja, natürlich macht das Sinn, das ist echt nicht okay. Wenn ich mir eine UHD kaufe, brauche ich nicht noch die Blu-ray dazu. Ja, also das ist wirklich ein ganz großer Schwachsinn. Ja. So, ja, schön gemacht hast du das Ganze hier. Also das heißt, wir haben das hier oben drauf gestellt, du nutzt eine Logitech, mit der du das alles bedienen kannst. Ja. Dann lass uns noch mal die restlichen Lautsprecher erwähnen, weil jetzt kommt eine Marke, die haben wir noch nie vorgestellt. Kann sein, ja. Ja, war so. Ja, das ist die Marke XTZ. Ja, genau. XTZ ist das. Das ist ein Skandinavier, ist das meine ich, ne? Müsste so sein. Glaube ich so, ne? Ist halt nur im Online-Versand, also ist nicht im öffentlichen Handel. Nicht im öffentlichen Dienst, hätte ich beinahe gesagt. Genau. Und du hast da hinten, jetzt, was haben wir denn jetzt überhaupt hier? Wir haben eine Anlage mit wie viel unten? Das sind 5.1.4 im Dolby Atmos Layout. Im Dolby Atmos Layout. Da hast du so angeschrägte Lautsprecher da oben, ne? Richtig. Also das sind aus der Cinema-Serie die S2. Die haben halt die Eigenheit, dass das komplette Chassis und das komplette Gehäuse angeschrägt ist. Das heißt, es gibt keine parallelen Seitenwände. Und dadurch, wenn man die direkt an die Wand setzt, sind sie von Hause aus schon zum Zuhörer angewinkelt.
Und das reicht auch vom Winkel her. Ich finde es ausreichend. Okay. Ich habe aber auch schon überlegt, ob ich mal teste, die komplett anders zu montieren und wirklich direkt gerade auf den Hörer einzudrehen. Ist ja gerade eine heiße Diskussion, was das ganze Thema angeht. Ja. Ne? So, das heißt, du hast also die zwei, den hast du da hinten, da unten, und die beiden hast du auch hinter dir gesetzt und die hast du etwas vor dir gesetzt. Genau. Ne? Genau. Und dann hast du das Ganze eingemessen mit dem Einmessprogramm aus dem Hause Yamaha. Genau. Und zufrieden damit mit dem Einmessen? Beim Subwoofer gibt es noch Verbesserungspotenzial. Über den haben wir noch gar nicht geredet. Wo steckt denn der überhaupt, der Kollege? Der ist hinter dir in der Ecke. Das ist auch von XTZ, der 1217 mit der neuen Edge-Endstufe. Gehört der denn da hinten hin? Ich habe mir mal die Zeit genommen und wirklich mal mir ein Pegelmessgerät genommen, beziehungsweise auch das UMIC One und habe mal gemessen. Ja. Also habe es versucht und habe im hinteren Bereich die besseren Ergebnisse bekommen. Also damit ist es vom Klang her nicht dröhnig, nicht irgendwie zu wenig, kein Bassloch, nichts. Das ist Also da die beste Position. Im Vergleich hier in dem Raum das beste Ergebnis und ich wollte ja auch eine cleane Front haben. Also den Subwoofer jetzt vorne irgendwie jetzt vor das Podest stellen wollte ich auch nicht. Aber fürs nächste Jahr ist sowieso Richtung DBA noch was in Planung. Wird dann noch mal ein bisschen umgebaut werden. Müssen wir abziehen, ne? Jojo. Aber kriegst du ja hin, ne? Das geht schon. Sehr schön. Man ist, wie man sieht, fast immer noch ein bisschen was am Machen und Tun. Warum guckt mich da übrigens ein Kabel an? Ist mir gerade aufgefallen. Da auch? Was hast du noch vor? Eventuell mal auf 7? Das war in der Bauphase, als der Raum praktisch noch leer war, habe ich von vornherein gesagt, ich möchte hier Kabel haben, falls ich mal auf 7 erweitern möchte. Ja. War jetzt im Moment noch nicht zum Thema. Ich bin aber der Meinung, dass es in dem Raum mit den Sitzabständen eigentlich auch nicht wirklich Sinn macht. Also ich werde wahrscheinlich die Kabel dann auch wieder verstecken, weil ich gucke hauptsächlich mit meiner Frau zusammen und ich sag mal, wenn ich da den linken Side-Surround dran mache, dann brüllt der praktisch ihr völlig ins Ohr und ist dann sowieso verdeckt für mich. Und das... Aber du könntest theoretisch doch ein bisschen mehr da in die Mitte reingehen, Dann ne? sitze ich aber nicht mehr in der Mitte. Dann bist du nicht mehr in der Mitte. Oh, hoffentlich guckt deine Frau nicht das Video. Oh, das macht nichts. Okay, alles klar. Okay, das ist sicherlich ein bisschen kritisch. Andererseits glaube ich schon, dass man das über Pegel und so weiter schon noch ein bisschen einstellen kann, dass du nicht das Gefühl hast, dass das dauernd der Linke ist. Weil ich bin schon mittlerweile über die letzten 2 Jahre ein Freund von 7 geworden, muss ich sagen. Das ist noch ein Tick umhüllender. Ist auch, hängt aber auch ein bisschen mit der Lautsprechercharakteristik, wie umhüllend die an sich sind, sage ich mal. Ja. Ne? Das werden wir ja gleich mal hören. Es ist ja auch für den Schappert mal was Neues hier, mit der Kombination an Lautsprechern das Ganze zu hören. Die Zensor, die gibt es nicht mehr. Da gibt es jetzt von Dali die Oberon-Serie, das wäre die Nachfolgeserie. Ein bisschen Werbung muss sein, haben wir natürlich auch in der Vorführung, können wir euch auch gerne demonstrieren. Du hast noch ein Fenster da vorne, das machst du dir zu mit so einem... Bloß nicht zeigen. Nee, tun wir nicht. Aber damit kommt auch mal frische Luft rein, ne? Weil vergisst alle nicht hier zu atmen, beziehungsweise ihr müsst Luft haben. Es geht sehr schnell. Also ich sag mal, nach Avengers Endgame musste ich dann relativ schnell mal durchlüften. Warst du kurz vor der Bewusstlosigkeit oder So was? schlimm war es nicht, aber man sollte dann schon mal eine Pause machen. Okay, also wir machen jetzt keine Pause, wir machen mal weiter und setzen uns da mal hin. Ja, was soll man sagen? Wieder das Fazit hier. Man kann mit, ich sag mal, überschaubaren Aufwand, und zwar auch mal was Investments angeht. Ihr sagt ja gerne schon mal, boah, Schappert, mach doch mal ein Video, wo wir auch bezahlbare Lautsprecher und sowas drin haben. Wir haben mal gerade gerechnet. Wir rechnen hier von der Technik mit Lautsprechern zwischen 2.000 und 2.500 Euro ungefähr. Ne? So in dem Bereich. So, ist natürlich immer noch eine Menge Geld, aber was man da an Spaß bekommen kann, ist beeindruckend. Wir haben uns hier gerade ein paar Passenger-Szenen angehört. Ich bin erstaunt, der Subwoofer, der kommt knackig, der kommt gut, das ist sehr angenehm vom Hören her. Ne? Das muss man schon lassen. Ja. Wir haben jetzt hier mal reingehört in der deutschen Spur, die leider nur in, was ist das vorhanden? Ich glaube 5.1 ist die, oder vielleicht ist es 7 sogar 1, aber 5.1 glaube ich. Und wir haben bei Passengers da mal in die Atmos-Spur reingehört und haben auch mal die verschiedenen DSP-Programme gehört. Ja, hier lässt du gerne, glaube ich, den Neo oder ne? Neural X. Den Neural X oder den lässt dann halt laufen. Oder Original, ne? Ja, Neural X oder halt das DSP-Programm. Okay. Genau. Also auch das ziemlich cool. Das, was ich jetzt von meiner Seite aus noch als Ergänzung habe, haben wir gerade auch drüber gesprochen, ist vielleicht mal zu testen. Wir haben jetzt hier ja die beiden oberen Lautsprecher relativ nah über mich hängen. Und ich glaube fast, dass wenn man die Lautsprecher noch ein bisschen weiter nach vorne setzen würde, würde es den Raum in der Höhe noch mal etwas räumlicher wiedergeben können. Das ist ein Versuch wert. Und wie wir ja gesagt haben, man wird ja nicht, wenn man mit so einem Kino dabei ist, hat man das selten, dass man aufhört, weiter zu experimentieren, sondern man probiert noch ein bisschen was. Und das wäre jetzt mal mein Tipp, das mal auszuprobieren. Ansonsten, ja, macht richtig Laune und der Beamer, der spielt natürlich hier sowas von auf, weil der Raum ist optimiert. Man sieht die Spitzenweißlichter hier bei dem Film Passengers super knallig, also HDR, ne? Und auch der Abstand 3 Meter zu 3 Meter
auch wiederum hier ganz klare Bestätigung, wenn ihr plant, ihr könnt wirklich Richtung 1:1 Verhältnissen gehen, wenn das ein hochwertiger Beamer ist, der eben von der Pixelstruktur sehr fein ist. Und das ist nun definitiv. Und das macht bei 3D natürlich auch nochmal richtig Laune. Ja. Weil das ist ja auch noch, das wäre fast schon wie eine VR-Brille. Ja, definitiv. Definitiv, genau. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein, mein Lieber. Ne? Was willst du noch machen irgendwie? Wie gesagt, Thema DBA Ja. ist so die nächste große Baustelle. Aber du hast Nachbarn, das weißt du, ne? Ja, ich will es jetzt nicht zu laut sagen, es sind Rentner. Oh, gut, okay. Das meinst aber Moment mal. Das eine ist das Hören, das andere ist das Kribbeln an den Füßen. Das könnte passieren. Ich frage nach jedem Film immer, ob es okay war, und es gab bisher noch keine Beschwerden. Ah, das ist ja schön. Von daher ist Waren die das schon mal alles hier okay. unten? Haben die schon mal gesehen? Nee, das noch nicht. Hast du noch nicht gemacht. Aber vielleicht demnächst mal. Okay, alles klar. Ja, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Atmos-Lautsprecher vielleicht nochmal neu anordnen, mal ein bisschen experimentieren. Ich bin da ja offen, ich bin da nicht betriebsblind. Ja, schön, alles klar. Triffst du dich hier schon mal mit einigen anderen aus dem Berliner Raum, was das Thema Heimkino angeht? Ja, in dem Zusammenhang möchte ich gleich mal den Heimkino-Stammtisch Berlin grüßen. Die Jungs wissen schon, wer gemeint ist. Den gibt es, ja? Intern ja. Intern, ja. Das heißt, ihr trefft euch einmal im Monat oder was macht ihr Wir denn so? versuchen es. Wir sind auch dieses Jahr wieder auf der IFA zusammen. Also der Großteil, irgendwie haben wir es bisher noch nie geschafft, alle zusammenzukriegen. Wie viel seid ihr so? Wir sind nur eine kleine Truppe. Wir sind, oh Gott, jetzt muss ich nachzählen, sechs Leute. Ich Und- hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Okay, und wenn man sich mal mit euch in Kontakt bringen möchte, gibt es da von euch eine Homepage, Facebook-Gruppe oder bleibt ihr so der eingeschworene Sechserkreis? Nein, wir sind in den einschlägigen Facebook-Gruppen und man kann uns auch gerne mal anschreiben. Wir sind jetzt kein elitärer Club. Das ist aber schön. Nein. Ja, das finde ich ja gut. Dann haben wir das auch noch gelöst. Alles klar. Welche Gruppen sollen wir denn da nennen von Facebook? Komm, die gucken ja auch alle zu. Na, das ist Heimkino-Forum, die Heimkino-Beratung und mehr. Die Heimkino-Freaks, die gibt es ja auch noch. Und das Dann gibt es die Auro-Truppe, Atmos und Dingsbums-Gruppe, da DTSX. Genau, die gibt's gibt es auch noch. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren, ehrlich gesagt. Ja, und da war plötzlich Schluss. Auf dem Weg von Berlin nach Kars sind mir leider die letzten 30 Sekunden verloren gegangen. Ich sage nochmal auf diesem Wege vielen Dank Alex und seine Frau für die tolle Begrüßung, für das Frühstück und natürlich für das Zeigen seines Raums, der, denke ich mal, vielen von euch vielleicht die eine oder andere Anregung geben kann. In einem solchen kompakten Raum, kleinen Raum mit nur 2 Meter Deckenhöhe ist der Spaß trotzdem unendlich, auch mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand. Und das alles in Eigenleistung. Hut ab, so soll es sein. Viel Spaß weiterhin und wir bleiben in Kontakt und ich habe schon gesagt, wer weiß, vielleicht sehen wir mal die ganze Gruppe demnächst in unseren Studios. Das nächste Video wird sein nochmal von einem Heimkino, das ist nämlich dann das dritte vom Reinolf und dann natürlich auch unser IFA-Messetag Teil 2. Da sind wir dann an dem Samstag über die Messe gegangen und haben viele Interviews geführt, teilweise erstmalig vor Kamera mit entsprechenden Leuten, die uns neueste Produkte, aber auch neue Technologien zeigen werden. Wird eine ganz spannende Geschichte, bleibt dran, würde mich freuen, Finger hoch, wäre toll. Und ansonsten vielleicht abonnieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und alle die nicht Facebook haben, installiert euch doch mal unsere Grobi-App. Dann werdet ihr auch genauso gut informiert wie alle die eben Facebook haben. Bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Tschüss.